Hey, herzlich willkommen bei meinem ersten Tutorial-Video zum Thema Gesang. Ich möchte dir in den kommenden Videos ein paar Grundlagen zeigen, wie du mit deiner Stimme gut umgehen kannst, wie du mit einer kräftigen Stimme singst und dabei deinen ganzen Körper einsetzt. Heute im ersten Video soll es um die Atmung gehen. Und zwar ist das, bevor überhaupt der allererste Ton gesungen wird, wirklich der wichtigste Faktor überhaupt. Denn die Atmung entscheidet darüber, wie dein Körper in Spannung geht, beziehungsweise wie entspannt deine Kehle ist und letztendlich auch, wie der Ton klingt, den du danach singst. Als erstes wollen wir mal rausfinden, zu welchem Atemtypen du gehörst, beziehungsweise mit welcher Atmung du im täglichen Leben atmest. Dazu nimm eine Hand, leg sie dir auf den Bauch, die andere auf deinen Brustkorb und atme einfach mal tief ein und aus. Wenn du möchtest, durch deine Nase ein, durch deinen Mund aus. Wenn du nur durch den Mund atmen möchtest oder nur durch die Nase, ist es genauso okay. Also einatmen und ausatmen und nochmal einatmen und ausatmen. Okay. Wir wiederholen das nochmal. Spür mal in deine Hände rein, wie es sich anfühlt bei der Einatmung und bei der Ausatmung, beziehungsweise in welcher Reihenfolge sich deine Hände bewegen. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Okay. Du wirst hierbei jetzt merken, dass sich die eine Hand früher hebt, die andere später hebt. Wichtig beim Gesang ist, dass wir eine gute Bauchatmung benutzen. Das heißt, wenn du jetzt gerade gemerkt hast, dass sich diese Hand, nämlich die auf deinen Brustkorb liegt, zuerst hebt oder auch als einzige hebt, dann solltest du mal in deine Atmung reinschauen. Denn dann verwendest du die sogenannte Brustatmung. Die ist mittlerweile ziemlich verbreitet bei allen Menschen, kommt eigentlich eher zutage, wenn man gestresst ist oder Angst hat, dass man dann eher in so eine Brustatmung verfällt. Ich mache das mal ganz bewusst vor, wenn ich jetzt nur in die Brust atme, dann wirst du sehen, wie sich mein Brustkorb sehr stark hebt. Ich mache das einmal. Ich mache es noch einmal. Die Brustatmung. Du siehst dabei, dass sich meine Brust sehr stark hebt, auch dass sich die Schultern sehr stark heben. Wenn ich so atme, merke ich jetzt gerade auch, dass ich ziemlich schnell, ja, Sternchen sehe nicht, aber ich bin sehr übersättigt mit Sauerstoff. Für den Gesang hat es einen Nachteil. Ich brauche beim Singen die gesamte Muskulatur, die hier unten sitzt. Also im Bauch, in den Seiten, im unteren Rücken. Wenn ich jetzt nur hier nach oben atme, staue ich hier Luft. Das heißt, das führt schon zu einer Verspannung hier oben, die sich auch auswirkt auf meine Kehle. Das heißt, auch meine Kehle, der ganze Hals ist verspannt. Ist eine sehr ungünstige Ausgangslage, um zu singen. Denn beim Singen soll sich die Kehle entspannen, der Hals soll sich weiten. Von daher, wenn das bei dir so ist, solltest du erstmal an einer guten Bauchatmung arbeiten. Dass der Brustkorb beim Atmen mitgeht, ist total okay, das soll er auch. Die Reihenfolge soll aber sein, erstmal füllt sich der Bauch mit Luft. Wenn du noch mehr Luft brauchst, kommt die Brust mit dazu. Ich zeig's dir nochmal von der Seite. Da sieht man es ganz gut, dass wirklich zuerst der Bauch rausgeht. Ich atme nochmal jetzt mit der Bauchatmung ein und aus. Und im besten Fall sollte es
bei der Einatmung so sein, dass du gar nicht aktiv viel machst, sondern du kannst mal versuchen, dass wenn du ausgeatmet hast, du deinen Bauch einfach fallen lässt. Also einfach indem du ihn loslässt, atmest du ein. Ich zeige das nochmal. Ich atme aus und danach ein. Und nochmal aus und wieder ein. Was dabei passiert, was du vielleicht siehst, wenn ich gar nicht aktiv einatme, also nicht Luft ziehe, dass dieser Einatmenvorgang ziemlich schnell passiert. Innerhalb von einer Sekunde habe ich wieder die Luft zur Verfügung. Und genau darum möchte ich mit dir auch eine Übung dazu machen, die diese passive Einatmung fördert. Und zwar, du atmest auf F komplett alle Luft raus, richtig rauspressen, bis nichts mehr geht. Du hältst diese Spannung für ein paar Sekunden, 3-4 Sekunden und lässt danach nur hier unten in der Bauchdecke einmal komplett los und spür mal, wie sich der Körper dadurch automatisch Luft holt. Genau, ich mach's dir mal vor. Erst ausatmen auf F, Spannung hat diese Ausatemspannung halten und danach die Bauchdecke loslassen. Und gleich nochmal ausatmen, Spannung halten und Bauchdecke loslassen. Okay. Du hörst bei mir, hoffe ich zumindest, dass die Einatmung sehr still stattfindet, mit wenig Atemgeräuschen. Du kannst mal bei dir selbst horchen, wenn du das, oder ich mach's dir mal vor, wie sich's auch anhören kann, wenn ich hier unten loslasse. Das wäre nicht so gut. Ich mach's mal vor. Da höre ich mich eher an wie Darth Vader. Das passiert, wenn der Hals nicht weit eingestellt ist. Das heißt, du kannst unterstützend dazu mal probieren, wenn du hier im Hals ein leichtes Gefühl einstellst, als würdest du gähnen. Wenn du gähnst, stellt sich dein Hals weit. Wenn du mal leicht gähnst und einfach nur mal durch den Mund leicht ein- und ausatmest, wirst du auch merken, dass mehr Luft hin und her wechseln kann, also in deinen Körper rein und wieder raus. Und das Ganze findet schneller und stiller statt. Ich gähne also und atme mal ein und aus. Das ist also eine optimale Atmung zum Singen. Und dieses Gähnen wirst du nachher auch beim Singen selbst nutzen, weil wir da immer mit einem weiten Hals arbeiten. Ich atme jetzt nochmal aus. Auf F, halte die Spannung, lass wieder Luft rein, beziehungsweise lass meinen Bauch los. Und spätestens bei diesem Loslassen, du kannst es auch schon beim Ausatmen machen, versuch mal deinen Hals in diese Gähnweite zu bringen. Ich mach's noch einmal vor. Du kannst es auch in die Übung so einbinden, wenn du ausgeatmet hast und die Spannung hältst. Bevor du unten loslässt, stell hier oben mal bewusst ein Gähnen ein. Ich mach's noch einmal. Also ausatmen, Spannung halten, Gähnen einstellen und dann den Bauch loslassen. Okay. Probier dich damit mal aus. Vielleicht nochmal dazu, ist es wirklich ein wichtiger Punkt beim Singen. Atmen tun wir die meiste Zeit im täglichen Leben unbewusst. Wir konzentrieren uns nicht drauf und ja, jeder kann atmen, also funktioniert ja irgendwie, sonst wären wir nicht am Leben. Beim Singen ist das wirklich ein wichtiger Punkt. Sobald ich hier oben atme, wird
mein Körper mich nicht mehr, oder die Muskulatur im Körper, nämlich die hier unten, mich nicht mehr unterstützen können. Was bedeutet, wenn ich mit der Hochatmung singe, fängt diese kleine, feine Kehlmuskulatur sehr viel mehr an mitzuarbeiten und Arbeit zu übernehmen, die eigentlich hier unten stattfinden sollte. Die Muskulatur in der Kehle ist einfach ganz klein und ganz fein. Wenn sie das ständig macht, wirst du merken, dass du heiser wirst, dass du ein Kratzen im Hals hast, dass du zwischendurch mal husten musst. Ja, im schlimmsten Fall, aber da musst du das schon sehr ausgiebig betreiben, kann es auch tatsächlich zu Schäden kommen, so dass Knötchen entstehen auf den Stimmlippen. Ja, aber das ist, da muss man schon sehr lange, sehr viel falsch machen, dass das passiert. Darum konzentriere dich wirklich mal drauf. Atmung, mach das jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten mit den beiden Händen und kontrolliere, dass du dieses Abspannen hier unten in der Bauchdecke, im Bauch, zu deiner zweiten Natur werden lässt. Ja, das ist es eigentlich schon zur Atmung. Das ist also wirklich was Grundsätzliches, was dir helfen wird, wenn es dann in den nächsten Übungen weitergeht, dass wir singen, dass wir Töne formen. Und diese Atmung wird dir eben auch helfen, dass sich dein Körper supportet beim Singen, das heißt auch den Ton supportet, was dazu führt, dass dein Klang kräftiger ist, dass du besser in die Höhe kommst, besser in die Tiefe kommst und dass die Töne insgesamt runder und auch stabiler werden. Ja, soweit für jetzt. Ich hoffe, dass dir das Video hilft, dass es dich weiterbringt. Wenn du Fragen hast, schreib gern einen Kommentar unter das Video. Wenn dir das Video gefallen hat, klick auf jeden Fall auch gerne den Like-Button, abonniere den Kanal. Ich werde jetzt regelmäßig weitere Videos online stellen zu verschiedenen Themen beim Singen. Und genau, in den Kommentaren schreib auch, wenn du Fragen hast, wenn du was nicht verstehst, wenn ich was nicht gut erklärt habe, antworte ich gerne drauf. Und ansonsten schau auf meine Webseite, gesangslehrer.hamburg. Da kannst du auch mit mir eine Stunde planen, entweder online oder auch vor Ort. Jetzt gerade ist noch Corona, wann auch immer du dieses Video siehst. Das heißt, ich unterrichte nur online. Wir können aber gerne einen Termin ausmachen. Und ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Vielen Dank und bis bald.